2 kanadische Fischer aus der Provinz Ontario kamen an einen See, um Barsch, Hecht oder Zander zu fischen. An diesem Maitag fischten sie jedoch einen viel größeren Fang als erwartet. In wenigen Metern Entfernung vom Ufer hörten sie ein Geräusch. Es klang entweder nach Weinen oder Heulen. Sie sahen sich um, konnten aber zunächst nicht feststellen, woher das seltsame Geräusch kam. Sie fuhren näher an das Ufer. Erst dann sahen sie eine Elchkuh am Ufer. Sie rannte verzweifelt am Ufer entlang. Ihr Kalb stolperte im Wasser. Offensichtlich waren sie zum Trinken gekommen, aber das kleine Kalb hatte den Halt verloren und war gestürzt. Das Ufer war steil, und das Kalb konnte nicht selbst herausklettern. Seine Mutter konnte ihm auch nicht helfen. Zuerst wollten die Fischer sich nicht in diese Geschichte einmischen. Die Männer waren überzeugt, dass das erwachsene Tier einen Weg finden würde, sein Kalb zu retten. Außerdem sind Elchkühe, wie alle Mütter, sehr aggressiv und verteidigen ihre Jungen gegen andere Menschen, auch wenn sie ihnen helfen wollen. Die Fischer fuhren davon und konzentrierten sich bald wieder auf das Angeln. Eine Stunde verging, doch der Gedanke an das kleine Tier, das in Not geraten war, ließ die Männer nicht in Ruhe. Beide Fischer beschlossen, nachzusehen, wie es dem Kalb ging. Als sie ans Ufer fuhren, sahen sie, dass das Kalb immer noch im Wasser herumschwamm und versuchte, sich ungeschickt aus dem Wasser zu befreien. Aber seine Mutter war nirgends zu sehen. Sie war verschwunden. Es ist unklar, was den Elch veranlasst hat, sein Kalb allein dem sicheren Tod zu überlassen. Den Männern wurde klar, jetzt lag alle Hoffnung nur noch beim Kalb. In Erwartung eines möglichen Angriffs der Elchkuh näherten sie sich vorsichtig dem Kleinen. Er hielt sich mit aller Kraft fest. Als die Fischer versuchten, ihn an Bord zu hieven, wich er von ihnen zurück. Wahrscheinlich hatte er sie zuerst für Feinde gehalten. Beim zweiten Versuch gelang es den Fischern, das arme Tier an Land zu ziehen und in ihr Boot zu hieven. Das Herz des Kalbs schlug wie wild. Wenn die Fischer nicht zur Hilfe gekommen wären, wären noch ein paar Minuten vergangen, und das Kalb hätte aufgegeben und wäre ertrunken. Glücklicherweise retteten die Menschen es. Das Kalb war erschöpft, auch als die Menschen es auf den Boden legten, fiel es einfach auf ihn. Einige Minuten lang lag das Kleine fast regungslos. Die Fischer wussten nicht, was sie als nächstes tun sollten. Die Elchkuh war immer noch nicht aufgetaucht. Sie wollten das kleine Tier nicht allein lassen. Das Elchkalb könnte ohne die Hilfe des erwachsenen Tieres sterben. Aber sie konnten es nicht mitnehmen. Sie wussten nicht, wie und wohin sie es transportieren sollten. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Einige Minuten später tauchte die Mutter des geretteten Kalbs auf. Im Wald sahen die Fischer die Elchkuh. Sie rief ihr Kalb. Das Kalb sammelte seine Kräfte, stand auf und ging auf den Ruf seiner Mutter zu. Das erwachsene Tier dankte seinen Rettern natürlich nicht, aber die Menschen wussten bereits, dass sie eine gute Tat vollbracht hatten. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.